ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Es wurde schon oft erfragt, und zwar, wie man eine Unterwasserszene malt. Und es gibt unglaublich viele Tutorials darüber bei YouTube und ich muss gestehen, dass ich mir selber sehr viele davon angeguckt habe und ich habe in Büchern gesucht und ich habe rumprobiert. Und es war gar nicht so einfach, aber dank einiger YouTube-Tutorials und ja, ein bisschen versuchen, habe ich es dann doch hinbekommen und freue mich, mit euch dieses Tutorial zu machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das Tutorial nicht in einem Malbuch machen werde, weil man sich dann oft darauf fixiert, dass man den Hintergrund nur bei einem bestimmten Bild machen kann. Aber das ist ja nicht der Fall. Ihr könnt das Bild oder das Tutorial auf alle möglichen Bilder anwenden. Und ob ihr jetzt Lost Ocean von Jenna Basford habt oder Die Welt unter der Lupe zu Wasser von Rita Beermann, es ist total egal. Ihr könnt dieses Tutorial in jedem Bild anwenden, wenn es natürlich unter Wasser ist, wenn die Szene unter Wasser ist. Und ja, ich habe hier normales Papier in Anführungsstrichen gewählt. Das ist heiß gepresstes Aquarellpapier, Fabriano Artistico, 100% Baumwolle, 300 Gramm. Ich habe hier so eine süße Blockgröße, so Postkartengröße. Und ja, das werde ich verwenden. Und die Stifte, die ich benutze, sind einmal die 180 Malachite Green, 162 Phthalo Cyanine Blue, 159 Prussian Blue, 661 Light Cobalt Blue, dann noch ein Weiß, die 001 und ein Schwarz, die 009. Ich werde auch von anderen Sets Farben unten in der Infobox verlinken, ob jetzt von den Polychromos oder Prismacolors. Schaut da auf jeden Fall rein. Und auch eine Papierreview werde ich euch verlinken zu verschiedenen Papiersorten, die man für Buntstift entweder gut oder weniger gut verwenden kann, meiner Meinung nach. Und was ich euch auch noch empfehlen würde, ist Farbverdünner zur Hand zu haben. Ich habe hier Gamsel von Spectrum Noir, aber auch Zest It zum Beispiel funktioniert ganz gut, weil das eure Stifte schont und euer Bild viel, viel schneller voranbringt und so ein bisschen, ja, wie den Aquarell-Flair reinbringt. Wenn ihr keinen Farbverdünner habt, könnt ihr zum Beispiel die Basisfarbe, also dieses hellere oder dieses mittlere Blau, da habe ich die 162 Phthalo Cyanine Blue gewählt, könnt ihr als Basisfarbe mit Aquarell zum Beispiel vorlegen, ob ihr jetzt Aquarellfarbe nimmt oder Aquarellstifte. Das hilft eben, die Poren des Papiers zu füllen, die Struktur des Papiers zu schonen. Allerdings würde ich die hellen Flecken hier aussparen, sodass die hinterher nicht zu dunkel werden. Also die hellen Flecken vielleicht vorher vorzeichnen, dann das restliche Papier mit Aquarell vormalen, sodass sich auch diese weißen Strukturen des Papiers füllen und ihr nicht so viel blenden müsst, weil Zeit und natürlich Buntstift ist Geld. Ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir los. So, wir legen los mit der 661 Light Cobalt Blue und wir malen so, ja, unförmige Formen, die eben die hellen Stellen im Wasser darstellen sollen. Und das ist mein dritter Versuch tatsächlich. Das erste Mal habe ich geübt, das zweite Mal habe ich schon gefilmt, auch komplett fertig gefilmt, bis mir dann halt hinterher, als ich die Fotos machen wollte für das Tutorial, ja aufgefallen ist, dass meine Formen aussehen wie die Flecken der Milka-Kuh. Deswegen habe ich mich dann doch dagegen entschieden und habe das Ganze nochmal gefilmt. Also ich glaube, um dieses Tutorial zu erlernen
Und um es zu filmen, habe ich jetzt um die 8 Stunden gebraucht. Also hoffe ich sehr, dass ihr da ein bisschen schneller seid mit Anleitung. Bevor ihr diese komischen Formen malt, guckt euch vielleicht ein Bild bei Google an, ja, wie so ja, Wellen unter Wasser aussehen, wenn eben Licht durchscheint. Ich habe als Google-Suchbegriff Underwater Light Rays eingegeben und habe da ein paar Vorlagen gefunden und versucht, mich jetzt bei dem dritten Versuch hier daran zu halten. Also wirklich, ja, keine runden Form, sondern etwas, was halt so wellenförmig mit der Strömung des Meeres ja einhergeht. Ich nehme hier die 162 Phthalocyanine Blue und umrande diese merkwürdigen Formen. Und ich bin hier immer noch mit sehr leichter Hand unterwegs. Für euch sieht es etwas kräftiger aus, als es wahrscheinlich im Malbuch ist. Aber es liegt daran, dass ich eben heiß gepresstes Aquarellpapier benutze und das hat eine rauere Struktur. Und durch diese rauere Struktur habe ich einen höheren Farbabrieb. Deswegen werden meine Farben ein bisschen kräftiger erscheinen, aber dadurch, gerade wenn ich hinterher den Hintergrund mehr fülle, werdet ihr sehen, dass ich viel, viel mehr Weiß durchscheinen habe durch diese rauere Struktur. Und ich muss auch ein bisschen mehr arbeiten, um die Schichten aufs Papier zu bringen hinterher, weil ich eben mehr Farbe auf meinem raueren Papier brauche, um hinterher das Ganze mit einem Farbverdünner zu aktivieren. Aber ja, ich bin immer noch dabei, die Strukturen zu umranden und werde dann danach auch den Hintergrund füllen.
Ich habe den Hintergrund jetzt mit einer Schicht von dem Phthalo Cyanine Blue gefüllt und werde jetzt mit der zweiten Schicht beginnen. Und ich habe hier einen Spitzenstift, der eben sehr schnell stumpf wird durch dieses, ja, raue Aquarellpapier, das quasi wie eine Nagelfeile für den Stift wirkt. Aber ich würde euch bei dem glatteren Malbuchpapier auf jeden Fall empfehlen, bei einem spitzen Stift zu bleiben. Ich habe hier den Luxus, dass ich ein bisschen wilder malen kann, dass ich nicht in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten muss, weil sich das hinterher alles super ausblendet auf dem raueren Papier. Aber euch würde ich wirklich empfehlen, dass ihr mit einem spitzen Stift arbeitet, aber immer noch ja leichten Druck benutzt, weil ihr jetzt mehrere Schichten auftragen müsst. Wenn ihr Farbverdünner benutzt, ist es ganz wichtig, dass ihr eben mehrere leichte Farbschichten auftragt, sonst funktioniert der Farbverdünner nicht, weil er nicht genug Farbe hat, um zu arbeiten. Ich werde euch auch noch ein Video verlinken zu einem Tutorial für Farbverdünner, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Und wenn ihr zu wenig Pigment auf dem Papier habt, also zu wenig Farbe, hat der Farbverdünner nicht genug und das Ganze wird nicht strahlend erscheinen, sondern eher ausgewaschen und so einen Graustich haben. Also unbedingt mehrere dünne Farbschichten auftragen, gut in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten und erst so nach mindestens 4 Farbschichten könnt ihr den Farbverdünner benutzen. Was ihr hier seht, ist etwas, was ich machen kann auf diesem rauen Aquarellpapier, weil sich das hinterher eben gut ausblendet und man es nicht so sieht. Das könnt ihr in einer kleineren Skala mit sehr leichtem Druck, aber auch bei euch im Malbuch machen und das nennt sich Cross-Hatching. Und zwar trage ich die Farbe erstmal horizontal ganz leicht auf und auch gleichmäßig, dann nochmal vertikal und das füllt diese ganzen Rillen. Wenn man möchte, kann man dann auch noch diagonal gehen, um wirklich einen gleichmäßigen Auftrag zu bekommen. Aber es ist wirklich wichtig, dass man einen gleichmäßigen Druck benutzt. Mir hilft es, wenn ich die Seite des Stiftes benutze, einfach damit ich wirklich gleichmäßig bleibe. Und dadurch kann ich eben sehr schnell große Flächen gleichmäßig abdecken. Wie gesagt, auf diesem rauen Aquarellpapier funktioniert das super, weil es sehr, sehr vergebend ist. Malbuchpapier ist glatter, da sind die Strukturen viel, viel leichter gefüllt. Deswegen müsst ihr da wirklich vorsichtig arbeiten. Wenn ihr euch da unsicher seid, arbeitet lieber in kleinen kreisenden Bewegungen. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, warum mache ich das auf diesem Papier, wenn das nicht in Relation zu einem Malbuch steht? Wie am Anfang erwähnt, möchte ich das Tutorial so halten, dass ihr es wirklich auf jedes Bild anwenden könnt. Zweitens, wenn ich das in Malbüchern anwende, werde ich viel, viel mehr damit beschäftigt sein, um die ganzen gemalten Sachen, Blumen, Pflanzen, kleine Kreise etc. drumherum zu malen, anstatt dass ich flächig blenden kann. Ich erkläre hier extra, wie ihr im Malbuch malen sollt oder wie es euch helfen wird, im Malbuch zu malen, damit ihr das so macht, wie ich es sage und nicht unbedingt, wie ich es hier zeige. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich, allerdings gibt es da schon feine Unterschiede. Ich habe leider kein Zeichenpapier, das dem Malbuchpapier ähneln würde. Entweder habe ich welches, das noch rauer ist oder viel zu rau, oder ich habe welches, das eben zu glatt ist, sodass es auch dort nicht dem Malbuch gleichen würde. Deswegen werde ich auch noch ein paar Videos verlinken. Also schaut euch auf jeden Fall die Infobox an. Und zwar werden das Videos sein, wo ich schon mal Unterwasser-Hintergründe gemalt habe mit Buntstift oder wo ich schon mal einen Farbverlauf gemalt habe mit Buntstift. Also wenn ihr da mehr Hilfe braucht, schaut da auf jeden Fall rein. Vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter, wie ihr in Malbüchern malen sollt. Hier gehe ich zurück zur Light Cobalt Blue 661
und male diese Strukturen mit sehr starkem Druck aus und blende das auch ein bisschen mit in den Hintergrund rein. Und ich würde hier darauf achten, dass die Strukturen, die ein bisschen weiter links sind, etwas dunkler und verschwommener sind. Die Strukturen, die weiter rechts sind und mehr zur Lichtquelle hin, hinterher auch ein bisschen heller bleiben. Das schon mal so im Voraus, sodass ihr euch nicht gleich wundert, warum ich nochmal das dunkle Blau nehme und nicht das dunkle Blau, aber das mittlere Blau und eben über die hinteren Strukturen nochmal ein bisschen rüber male. Jetzt fangen wir von der unteren Seite an, weil es ja ein Farbverlauf wird, beziehungsweise ein Ozean darstellen soll, wo der Boden meistens mehr Schatten erzeugt. Und ich nehme hier das Schwarz und trage es unten am Rand mit sehr starkem Druck auf und blende dann nach oben, indem ich den Druck immer weiter nachlasse. Und das hilft eben, diesen Gradienten zu kreieren. Mit dem Malachite Green der 180 geht es weiter und hier fange ich auch wieder unten am Rand mit starkem Druck an und lasse den Druck immer weiter nach und blende es wirklich bis nach oben in das Blau rein. Und das ist wichtig, damit es wirklich keine harten Übergänge gibt, weil ich bei meinen anderen Versuchen gemerkt habe, wo ich das Grün nicht so weit hochgezogen habe, dass das schon einen Unterschied macht, weil dieser Grünstich wirklich weiter nach oben mit reingezogen werden sollte, damit es nicht so ein abgehacktes unteres Grün wird, sondern wirklich ja in dem ganzen Wasser ein bisschen verteilt ist. Und wenn ich dann grob eine leichte Schicht aufgetragen habe, fange ich jetzt an, wirklich Sektion für Sektion ja, reinzublenden. Auch hier wieder mit starkem Druck unten und lasse den Druck dann eben nach, wenn ich weiter nach oben komme. Und ich arbeite hier wirklich Sektion für Sektion, so dass ich dann halt ja, gleichmäßig arbeiten kann. Wenn ich versuche, über die ganze Fläche zu gehen, also über die ganze untere Fläche und das hochzublenden, würde ich dazu neigen, unterschiedliche Drücke auf unterschiedlichen Stellen anzuwenden und dann würde das eher fleckenhaft aussehen und nicht so gleichmäßig. Übrigens hatte ich bei meinen ersten beiden Versuchen das Phthalocyanine Blue nicht bis nach ganz unten gezogen, aber man lernt ja von Versuch zu Versuch. Jetzt nehme ich das Prussian Blue, die 159, und male es über ja, alle Töne, die ich habe, und das mit einem mittleren Druck. Ich möchte jetzt wirklich einen kräftigen Farbverlauf haben, deswegen gebe ich schon gut Druck dazu, weil das einer meiner letzten Schichten wird. Und wer mitgezählt hat, ich auf jeden Fall nicht, ich glaube, ich bin mittlerweile bei der 5. oder 6. Farbschicht. Und auch hier wende ich wieder das Cross-Hatching an, einfach damit der Verlauf so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Und ich ziehe auch das Prussian Blue wirklich wieder bis hoch in das Phthalocyanine Blue rein, einfach damit es keine harten Kanten gibt und einen schönen gleichmäßigen Verlauf.
das Blenden mit dem Farbverdünner kommt. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es viel, viel einfacher ist, Farbverdünner in einem Malbuch anzuwenden, als hier auf Aquarellpapier, weil das Aquarellpapier natürlich viel von dem Farbverdünner braucht, damit es ja wirklich in die Rillen kommt. Aber auch musste ich viel mehr arbeiten, um wirklich diese Struktur des Papiers zu füllen mit den gelösten Farbpartikeln. Und bei euch wird es um einiges schneller gehen. Und hier ein paar Fakten zu Farbverdünner. Wie schon erwähnt, braucht ihr wirklich einige Farbschichten, bis ihr Farbverdünner überhaupt benutzen kann. Optimal sind 4 bis 5 Farbschichten. Und auch hier nehmt ihr nicht den Pinsel voll mit Farbverdünner, dass er schon fast tropft, sondern ihr benutzt wirklich einen fast trockenen Pinsel. Und hier gilt die Faustregel: Habt ihr viel Farbe auf dem Papier, ist der Pinsel eigentlich so gut wie trocken mit Farbverdünner. Habt ihr etwas weniger Schichten und wollt nochmal mit Buntstift drüber malen, ist es okay, wenn der Pinsel minimal feuchter ist. Er soll wirklich nicht nass sein, weil damit löst ihr so viel Pigment, dass ihr das Pigment nur noch hin und her schmiert und ja, eigentlich euer Bild versaut, da ihr ja wie Aquarellfarbe so viel Pigment auf dem Pinsel habt. Und ich habe hier ein bisschen rausgezoomt, damit ihr seht, wie trocken ich den Pinsel abtupfe und ja, wie sehr ich eigentlich schrubben muss, um dieses Pigment zu lösen und in die Struktur des Papiers einzuarbeiten. Bei euch wird es sehr, sehr viel einfacher sein, aber mein Pinsel ist wirklich so gut wie trocken, weil ich hier einiges an Schichten auf dem Papier habe und die Luminanz eben sehr, sehr pigmentstark sind. Dann ein weiterer Tipp zu Farbverdünnern. Farbverdünner ist super, wenn ihr wachsbasierte Stifte benutzt, weil durch das Wachs eben das Papier sehr, sehr schnell gesättigt ist. Und Farbverdünner sorgt dafür, dass dieses Wachs eben gelöst wird und dann eben in die Strukturen des Papiers verschwindet. Und dadurch könnt ihr hinterher, wenn der Farbverdünner getrocknet ist, das braucht so 10, 15 Minuten, je nachdem wie nass ihr gearbeitet habt, könnt ihr dann hinterher mit diesen wachsbasierten Stiften wieder weitermalen und werdet merken, dass eure Stifte wieder Grip haben auf dem Papier. Also Farbverdünner ist bei mir mittlerweile ja ein Muss geworden, einfach weil ich merke, dass es mir das Malen wirklich erleichtert und mir Stifte einspart. Also gerade wenn ich einen soliden Hintergrund male, spart es mir Zeit und Geld, einfach weil ich nicht so viel an meinem Stift verbrauche. Und ich finde den Effekt auch richtig, richtig schön. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Hände nicht mehr so schmerzen, weil man wirklich, ja, wie ihr gesehen habt, ich habe hier sehr, sehr leicht gemalt und einfach die Schichten aufgebaut. Und das löse ich jetzt alles mit Farbverdünner, ohne wirklich mit dem Stift drücken zu müssen, um das Pigment in die Struktur des Papiers zu drücken. Also Farbverdünner, wer sich noch keinen besorgt hat, ihr werdet es nicht bereuen. Der lag bei mir auch sehr, sehr lange in der Schublade, bis ich angefangen habe, ihn zu benutzen und kennenzulernen und damit zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich eine Erleichterung ist. Und es braucht nur ein bisschen Übung, bis man eben die Menge kontrolliert. Ein weiteres, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr nicht in alle Richtungen mit dem Pinsel arbeitet, wenn ihr Farbverdünner benutzt, sondern am besten von links nach rechts, so wie eben der Fluss des Wassers ist. Das wird euch helfen, dass das Wasser eben ja wie so eine Art natürliche Strömung bekommt und dass das alles etwas gleichmäßiger aussieht. Dieses im Kreis schrubben, was ich mache, das kann ich machen, weil mein Papier eben sehr strukturiert ist und mein Pinsel so gut wie trocken, sodass man eben diese kreisenden Bewegungen nicht mehr sieht. Aber wenn ihr genau hinseht, werdet ihr sehen, dass ich erstmal, wenn ich frisch Farbverdünner auf dem Pinsel habe, meinen Pinsel von links nach rechts bewege, bis ich alles an Farbverdünner auf meinem Papier verteilt habe. Und dann, wenn mein Pinsel eigentlich trocken ist,
benutze ich die kleinen kreisenden Bewegungen, um wirklich das Pigment in diese Rillen rein zu schrubben, zu drücken. Und das wird bei euch eigentlich nicht nötig sein, weil Malbuchpapier sehr, sehr glatt ist. Also ihr werdet sehr, sehr viel einfacher und schneller vorankommen. Was ihr jetzt seht, ist die Inspiration für dieses Bild, also was ich als Vorbild genommen habe, sowohl bei der Farbauswahl als auch wie ich die Strukturen oben da so ein bisschen male. Und ja, es sieht nicht ganz so aus wie ein Bild, aber ich bin auch kein Künstler und es ist für Malbücher gedacht. Deswegen denke ich, dass es so gut geworden ist, wie es ist und ich eigentlich ganz zufrieden sein kann dafür, dass es mein 3. Versuch war. Falls eine Farbveränderung nach dem Auftragen des Farbverdünners auftritt, das ist vollkommen normal. Der Farbverdünner ist eben ein nasses Medium, das dafür sorgt, dass das Pigment erstmal feucht wird und eben im feuchten Zustand anders aussieht. Wenn das trocknet, wird sich das alles meistens etwas ausgleichen. Also da müsst ihr keine Sorgen haben. Aber ich will es euch noch mal ans Herz legen. Tragt bitte genug Farbschichten auf, sodass ihr eben Erfolg mit dem Farbverdünner habt. Wenn ihr keinen Farbverdünner benutzen möchtet, sondern eher mit einem Blender arbeitet, also so einem Splendor-Blender oder einem Burnisher-Stift, dann müsst ihr wirklich in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten und sehr langsam arbeiten und Schicht für Schicht aufbauen und auch mit jeder Schicht eben den Druck erhöhen, sodass eben das Pigment das Papier füllt und zum Schluss das alles gleichmäßig mit diesem Burnisher oder mit dem Splendor Blender ausblenden. Ja, nun kommt es zu den Lichtstrahlen und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr euch einen Fixpunkt oben markiert, dieser schwarze Punkt, den ich oben habe. Und von diesem Fixpunkt oben gehen eure Lichtstrahlen aus. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass das Bild auch diesen Lichteffekt hat. Ihr könnt ihn nicht wild einzeichnen, das wird komisch aussehen. Also wirklich euch nach diesem Fixpunkt richten und dann nach Lust und Laune mehrere Linien einzeichnen. Und ich benutze hierfür das Luminance Weiß, was ein sehr, sehr kräftiges und opakes Weiß ist. Und dann sucht ihr euch 2 Linien, die sich gegenüber liegen und blendet von der Linie ganz sanft aus, sodass wie leichtes, sanftes Licht von diesen Lichtstrahlen eben ausgeht. Ich habe es nicht bei jeder Linie gemacht, ich habe es bei einigen Linien gemacht und bei den anderen habe ich wirklich nur den Eingang des Lichtes heller gemalt, aber es hat einen wirklich, wirklich schönen Effekt. Wenn euch im Nachhinein diese Linien zu hell sind, könnt ihr auch einen Posca-Pen nehmen. Ich habe das auch einmal ausprobiert, jetzt leider nicht im Video, aber hinterher. Und ich habe den 0,7 mm Posca-Pen genommen und die Linien, die ich hier mit weißem Buntstift schon gemalt habe, mit dem weißen Posca-Pen nachgezogen. Und das hat ganz gut funktioniert. Allerdings sind sie dann sehr, sehr kräftig weiß und man muss dieses Ausblenden, was ich jetzt mache, natürlich um einiges stärker machen, damit man diese weißen Linien etwas natürlicher erscheinen lässt. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende dieses Videos angelangt und ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, dass ihr euch mal an so einen Hintergrund rantraut. Es ist erstmal sehr einschüchternd, deswegen habe ich es auch lange hingezogen, aber wenn man es dann endlich macht und auch wenn es jetzt mich so viele Stunden gekostet hat, lohnt es sich doch wirklich und ich habe jetzt auch beim 3. Versuch wieder was gelernt und würde beim 4. Versuch wieder etwas anders machen, aber jeder hat seinen eigenen Malstil, jeder hat auch schon einen eigenen Erfahrungsgrad und ich denke, dass ihr das hier im Tutorial mit einbringen könnt.
Ich ziehe hier noch einmal ein paar Linien mit meinem weißen Stift nach. Wichtig ist, dass der Stift wirklich spitz angespitzt ist. Und jetzt kommt das Schönste. Ich liebe es, diese Klebebänder abzuziehen. Dieser weiße Rand, so schön, richtig zufriedenstellend. Vielen Dank euch fürs Reinschauen und hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und ich bin gespannt von euch zu hören. Bis dann!